Ja, so Pep Grau ist mein Name. So Pep ist eine Abkürzung von Joseph, meine Muttersprache Katalanisch. Ich komme aus Spanien und ich arbeite bei BASF schon seit 25 Jahren in verschiedenen Standorte, Länder. Und seit 3 Jahren bin ich hier zuständig für Tamol Cluster in Ludwigshafen. Wir arbeiten jetzt schon, ja, das sind jetzt fast 2 Jahre zusammen. Was war denn eure Ausgangssituation, bevor wir wirklich angefangen haben, zusammenzuarbeiten? Vielleicht fange ich ein bisschen mit meiner Arbeitsphilosophie an. Ja? Also, wenn ich eine neue Einheit übernehme, so das habe ich mehrmals machen müssen bei der Firma, mit der Firma und für die Firma. So, dann mache ich eine Art Diagnose. Ja, so ich gucke mir nicht nur, sagen wir, Performance-Indikatoren, das ist logisch, ja, so ob wir einfach unsere Produktionspläne erfüllen, keine Ahnung, Produktqualität einfach erfüllen, wie laufen die Kosten und so. Ich gucke mir aber auch, sagen wir, kulturelle Themen. So, wie organisieren wir uns, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir oder priorisieren, so alle diese Themen, ja, die ein bisschen mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir arbeiten. Ja, sowas wie ich hier gefunden habe, war, ja, sagen wir, eine, wenn du willst, ja, so ex extreme Einheit. Wir haben Tage gehabt, wo wir extrem gut performt haben und vielleicht ein paar Tage später war ein bisschen Katastrophe, ja, also, und dann haben wir gar nichts erreicht. Ja, also, und das ist für mich ein Signal, dass, sagen wir, in unserer Prozesse wir was zu tun haben. Ja, und dann unsere, ja, wie gesagt, diese Verantwortung, Übernahme, Priorisierung, Durchführung von Tätigkeiten. Das war ein bisschen die Ausgangssituation, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht müssen wir hier aktiv sein. Ja. Hm. Und ihr habt dann Schritt für Schritt angefangen. Wie seid ihr da drauf gekommen, dass ihr so losgelegt habt? Wir haben angefangen mit etablierten Prozessen. Ja, so Prozesse, die wir haben gewählt, einfach unsere Projektabwicklung oder kleine Projektabwicklung. So, wenn wir was ändern in unseren Produktionsanlagen, so das fordert einfach so bestimmte Abstimmungen mit unserer Planung. Abteilung, es sind mehrere Leute eingebunden, mehrere Prozesse, die durchzuführen sind. Ja, so von Business Case, anfangen, was wollen wir machen, Sicherheitsstudien und dann die ganze Engineering, Montage, ja, so viele Leute, die eingebunden sind. So haben wir angefangen, ein bisschen in diesem Prozess zu arbeiten. So, wir hatten sehr, sehr viele, so über 200 offene Maßnahmen. So, das ist einfach nicht gesund. Ja, so wenn wir so viele am Laufen haben, dann können wir nicht effektiv arbeiten. Anspruch oder Ziel war immer wirklich unsere Organisation oder unsere Produktionsabläufe nach Kanban zu organisieren. Alles. Ja? Wir haben gewählt, anzufangen in diesem Punkt, ja, so wo auch mehrere Gewerke mehr oder weniger eingebunden waren. Das bietet Vor- und Nachteile, das ist klar. Ich denke, wir haben einfach so eine gute Arbeit gemacht. Wir haben jetzt viel weniger Maßnahmen offen. Wir haben uns ein Work-in-Process-Limit einfach gesetzt von 62. Wir liegen unter diese Limit. Auch die Priorisierung. Wir machen jetzt viel weniger. Wir starten nur, was wir zu Ende bringen wollen. Und es ist auch oft passiert in der Vergangenheit, dass wir was gestartet haben und danach, okay, zu teuer oder jetzt die Prioritäten haben sich geändert. Also ihr habt mit den Anlagenänderungen angefangen. Könnt ihr inzwischen auch andere Sachen businessweise schon sehen? Die Tendenzen siehst du schon. Ja, also ich meine, mittlerweile haben wir auch mit anderen Abläufen gestartet, so Initiativen, Optimierungsstudien, so alle diese Themen. Ja, so wir haben unsere Wartungsinstandhaltungskosten reduziert, ungefähr bei 30%. In unserer Qualität, Produktqualität sind wir bei allen Produktionslinien über 99%, was wirklich gut ist und auch stabil über mehrere Monate. So von daher, ja, die ersten Ergebnisse sehen wir schon. Jetzt arbeiten wir so zwischen Planung, Instandhaltung und Produktion mit 14 Personen weniger. Ja, so Abgänge, Rentenabgänge, die wir nicht wieder besetzen mussten, ja, so die bessere Organisation und sagen wir Steuerung von den Ressourcen hat uns da auch geholfen, auch wenn das
nicht erzielbar. Wenn du jetzt sagst, 14 Leute weniger, nur um das mal in Perspektive zu nehmen, wie viel sind es noch, die übrig sind? Ja, zwischen Planung, Instandhaltung, Produktion reden wir von ungefähr 130 Leute für die Einheit. Also etwa 10%. Also dann ungefähr 10%. Ja. Warum habt ihr euch genau für Suviet entschieden? Euch als Firma kannte ich euch nicht. Es gab aber eine Einheit hier in Ludwigshafen bei BASF, der mit euch gearbeitet hat in der Vergangenheit, mit sehr guter Erfahrung. Und das war ein bisschen der Auslöser, euch zu kontaktieren. Ja, so, ich muss auch sagen, so unsere ersten Gespräche waren sehr, sehr positiv. Ja, so ich habe euch empfunden, nicht nur als eine Firma oder Leute, du und Marc, ja, die wirklich tiefe und breite Kenntnisse über Kanban und so viele andere Themen habt. Habe euch empfunden auch so als eine Firma, der einen Plan hat, wie das man einführen kann mit euren Bootcamps, mit euren Simulationen, auch sehr menschorientiert. Das war mir wichtig, ja, so, weil wir reden hier nicht nur von Prozessabläufen, wir reden von kulturellem Wandel. Und dann diese Mentorship ein bisschen ist wichtig, ja, so, und so habe ich euch empfunden. Ja, so die ersten Gespräche waren wirklich sehr, sehr inspirierend, sehr positiv und ja, ich könnte mir relativ schnell einfach eine Zusammenarbeit vorstellen. Wir arbeiten ja jetzt schon, wir sind fast 2 Jahre zusammen. Was hast du durch diese Zusammenarbeit erreicht, würdest du sagen? Wenn wir von diesen Labels ein bisschen reden in Kanban, ja, ich denke, so in diese Level 2 mehr oder weniger sind wir da, solide. So, wir können alles visualisieren. Wir arbeiten jetzt diese Level 3 ein bisschen zu konsolidieren. Ihr habt geschafft, einfach diese Kompetenzen beizubringen den Leuten, die sie brauchen, um andere Leute in Bewegung zu bringen, motivieren, am Ball zu bleiben, wenn Gegenwind gibt. Ja, das sind diese unsichtbaren Themen. Ja, so ja, ihr könnt sehr stolz sein. Einfach so, dass ihr nicht nur, sagen wir, von der formalen Seite unterstützt, sondern wirklich diese menschliche Weiterentwicklung einfach sehr präsent ist. Ja, also ich denke, das ist der wirkliche Mehrwert. Das ist, was alles nachhaltig macht. Ja, also wirklich, dass diese Change-Treiber ja, die richtigen Werkzeuge haben. Das habt ihr geschafft, auch mit sehr verschiedenen Charakteren, die wir hier haben. Ja, also von daher sehr gute Arbeit geleistet. Dankeschön dafür. Danke dir dafür, für diese Worte. Ist da irgendwas, was dich besonders überrascht hat in dieser Zusammenarbeit in diesen letzten 1,5, 2 Jahren? Eins habe ich schon gesagt, ist diese menschliche Seite, so diese Mentoring von den Leuten. Zweites Thema für mich, ja, ist, wie schnell ihr euch anpassen könntet, ja, so, und sagen wir unsere Sprache sprechen könntet. Ja, also das hat mich überrascht, ja, so, weil das ist nicht eine Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ja, es ist schwierig, jemand, der total fremd ist, ja, in so einer Umgebung mit Fachstellen, sehr viele Hierarchieebenen, diese Matrix-Organisation und so, ja, so ein bisschen so damit umzugehen, die richtigen Ansätze zu finden, die Optimierungsbausteine zu finden. Ja, so das hat mir wirklich überrascht, ja, so wie schnell hier einfach der richtige Weg, so immer, sagen wir, gefunden habt, was wir in jedem Moment brauchten von euch. Ja, also ich meine, so jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit, jetzt ein bisschen mehr Geduld. Jetzt vielleicht versuchen wir das anders, ja, so diese Anpassungsfähigkeit. Ja, so hat mir ja, überrascht. Wenn ich dich jetzt so frage, also mal direkt, wem würdest du eine Zusammenarbeit mit Suviet empfehlen? Jeder, der sagen wir, so den Weg gehen will. Ja, so ich habe schon gesagt, ihr seid wirklich von der Befähigung sozusagen sehr gut ausgestattet, sehr gut trainiert. Ja, so ihr habt diese menschliche Seite auch sehr gut abgedeckt. Ja, so, und ihr könnt wirklich jeder Team unterstützen, denke ich. Und ja, vielleicht ist es zu naiv, aber ich denke, die Zusammenarbeit mit uns hat euch auch ein paar
neue Einblicke gegeben, ja, so wie man mit anderen Arten von Prozessen oder Organisationen, die vielleicht nicht so schlank sind oder nicht so fokussiert sind, einfach so den Weg gefunden werden kann. Von daher, ich denke, jeder, der das wirklich will. Ich betone das mit dem Wollen. Ja, so, weil dem Wollen ist nicht nur okay, das ist schön, ist cool, ja, so wir haben gehört, das ist erfolgreich. Bedeutet auch sehr viel Aufwand, sehr viel Energie. Auch ist mit Kosten verbunden, logischerweise. Er arbeitet nicht umsonst. So von daher, du musst wirklich überzeugt sein, bin bereit, das zu investieren. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Aufwand, eine kulturelle Änderung zu implementieren. Aber jeder, der das will, ich denke, ihr habt alles, wirklich alles anzubieten, ja, so, um das zu unterstützen. Danke dir. Ja, aber das, was du gerade eben sagtest, von wegen, wir lernen von unseren Kunden, absolut. Wir lernen jeden Tag neu. Ich denke, das macht auch etwas von uns aus, um nicht das jetzt mit von der Seite reinzuwerfen, weil das ist, Kann ich glaube ich, bestätigen, ganz ja. wichtig, ja. Gut, ich denke, einfach um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Was würdest du gerne haben, dass jemand, der dir jetzt zuhört, von dem wirklich dem in Gedanken bleibt? Die 2, 3 Punkte, die die Leuten in Gedanken bleiben. Ich denke, eine Voraussetzung ist diese Überzeugung von dem Management. Also ich meine, die Ergebnisse siehst du nicht am zweiten Tag. Also das ist ein Langlauf und so logischerweise, wenn du Prozesse änderst, dann zuerst gibt es eine Verschlechterung. Ja, ich sage jetzt nicht ständig Verlästerung, aber doch, ja, so geht nicht in die Richtung, die du erwartest. Ja, so dann diese Überzeugung, Geduld, ja, so und wirklich diese Wille da sein. Ja, so ansonsten ist es schwierig. Das ist eine Voraussetzung unabhängig, sagen wir, was du arbeiten willst. Ja, so zweite für mich, in professionelle Hilfe. Ja, ich meine, so wir haben alle Ideen, wir denken immer, ja, so, wir kennen den Weg, wir können. Aber wirklich jemand extern, der guckt, der diese, sagen wir, nicht kontaminiert ist von der Art und Weise, ja, so die geprägt ist in der Firma, ist einfach definitiv ein Mehrwert und bereichert die ganzen Prozesse, ja. Und dieser für mich, ja, so bildet ein Umsetzungsteam. Ja, so wir haben das hier ein bisschen versäumt am Anfang, war vielleicht zu individuell von mir getrieben oder gepusht. Ja, so und wir haben doch einen Unterschied bemerkt, seit wir 3 Personen haben, die einfach dafür brennen, die eure Ansprechpartner sind und sehr eng mit euch arbeiten. Ja, so ob 3, 5 oder 10 sein müssen, das ist, jede Organisation ist anders. Aber wirklich diese Leute, die wirklich motiviert sind und diese Change-Treiber sein müssen für die Einheit, ist unbedingt wichtig. Also das haben wir gelernt in diesem Weg und werden wir weiterhin machen, klar. Das zusammengefasst wäre ein bisschen so my Takeaways, mehr oder weniger, ja, so und wer den Weg starten will, einfach berücksichtigen muss.